Hallo, hier ist Harald vom MarketPress Team. Dieses Video erklärt die Funktionsweise des German Market Add-ons EU UST ID Nummercheck. Die Add-ons finden sich bei MarketPress im Reiter Add-ons. Nach der Aktivierung des Add-ons erscheint auf der linken Seite ein neuer Menüpunkt. Was genau eine Umsatzsteueridentifikationsnummer ist und wie eine Überprüfung funktioniert, kannst du in dem Text im oberen Bereich nachlesen. Zusätzliche Informationen erhältst du durch das Aufrufen der im Text hinterlegten Links. Grundsätzlich wird durch das Add-on in WooCommerce im Kassenbereich ein Feld zur Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzugefügt, wenn die in den Einstellungen des Add-ons eingestellten Bedingungen erfüllt sind. Das Design des Feldes wird durch das eingesetzte Theme beeinflusst. Wann dieses Feld erscheint und ob es optional oder verpflichtend ist, wird in den Einstellungen des Add-ons geregelt. Hier als Beispiel habe ich einen Shop aus Deutschland. Möchte ein Kunde aus Österreich im Shop einkaufen und gibt im Kassenbereich seine gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer ein, dann wird die eingegebene Nummer überprüft und nach erfolgreicher Validierung dem Kunden an der Kasse keine Steuern berechnet. Zusätzlich erscheint im Kassenbereich der Hinweis auf die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Nutzt der Kunde die Option Lieferung an eine andere Adresse senden, muss nicht mehr die Rechnungsadresse, sondern die Lieferadresse des Kunden mit der eingegebenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer übereinstimmen. Gibt der Kunde eine nicht gültige oder überhaupt keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein, dann werden weiterhin bei diesem Beispiel, weil ich dies in den Einstellungen des Add-ons so geregelt habe, die Steuern im Kassenbereich berechnet. Nun zurück zu den Einstellungen des Add-ons. Feldbezeichnung ist das Label eben aus dem Beispiel für das Eingabefeld der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Kassenbereich. Die Bemerkung steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ist der Text, der unten im Kassenbereich und dann auch nach der Bestellung in der Bestellübersicht angezeigt wird, wenn es aufgrund einer gültigen Umsatzsteueridentifikationsnummer zu einer steuerfreien Bestellung kommt. Die Bemerkung umsatzsteuerfreie Auslieferung wird dann angezeigt, wenn die Bestellung steuerfrei und das Zielland kein EU-Mitgliedstaat ist. Ist das Rechnungs-Add-on von German Market aktiviert und eine gültige europäische Mehrwertsteuernummer vorhanden, wird diese in der Rechnungsadresse der Rechnungs-PDF ausgegeben und die Bemerkung zur steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung hinzugefügt. Ist das Zielland des Kunden ein Nicht-EU-Land und die Bestellung steuerfrei, so wird in der Rechnungs-PDF die Bemerkung für die umsatzsteuerfreie Auslieferung angezeigt. Über die Fragezeichen erhältst du über die Optionen die jeweiligen Informationen. Die vorgegebenen Texte kannst du auch gegen eigene Texte austauschen. Bei der Mehrwertsteuernummer des Antragstellers geht es um die eindeutige Auftragsnummer, mit der du nachweisen kannst, dass du eine bestimmte Mehrwertsteuernummer zu einem bestimmten Zeitpunkt überprüft und eine Rückmeldung erhalten hast. Weitere Informationen über dieses Thema erhältst du nach dem Drücken auf den entsprechenden Link. Bei Verwendung dieser Option ist es notwendig, das Land des Antragstellers, bei diesem Beispiel des Shopbesitzers und die dazu passende Mehrwertsteuernummer ohne die Buchstaben vor der Nummer einzutragen. Sind diese Daten eingetragen und die Option Protokollierung darunter aktiviert, wird die Antwort auf die Validierungsanfrage im Shop mit der Abfragenummer in WooCommerce gespeichert. Zusätzlich werden alle Fehler in den WooCommerce Logs protokolliert.
Die Informationen über die Validierung erhältst du dann in der jeweiligen Bestellung auf der rechten Seite bei den Bemerkungen. Standardmäßig wird das Feld für die Mehrwertsteuernummer auf der Kassenseite nur angezeigt, wenn das Land des Kunden ein EU-Land ist und nicht dem Basisland des Shops entspricht. Ansonsten wird das Feld nicht angezeigt. Das Land für die Berechnung der Steuern ist entweder das Land der Rechnungsadresse oder das Land der Lieferadresse, je nach der Einstellung in WooCommerce. Das Add-on bietet im Bereich Anzeige des Feldes für die Mehrwertsteuernummer unterschiedliche Optionen an, die Standardanzeige des Abfragefeldes im Kassenbereich zu steuern. Zur Auswahl stehen hier: das Feld optional anzuzeigen, wenn das Land des Kunden ein EU-Land ist und nicht das Shop-Basisland. Oder das Feld als erforderlich anzeigen zu lassen, wenn das Land des Kunden ein EU-Land ist und nicht das Shop-Basisland. Dies bedeutet, nur Kunden mit gültiger Mehrwertsteuernummer können dann außerhalb des Shop-Basislandes und innerhalb der EU eine Bestellung abgeben. Bestellungen außerhalb des Shop-Basislandes und innerhalb der EU wären dann nach erfolgreicher Validierung für den Käufer immer ohne Mehrwertsteuer. Über die letzte Option kannst du das Feld immer anzeigen lassen. Allerdings ist nur eine Validierung europäischer Mehrwertsteuernummern möglich. Auch kann es zu keiner steuerfreien Bestellung kommen, wenn das Zielland des Kunden mit dem Shop-Basisland übereinstimmt. Über die letzten Optionen im Bereich Backend-Bestellübersicht lassen sich die EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummern unter dem Kundennamen und die Steuerinformationen unter der Gesamtsumme in der Bestellübersicht in WooCommerce anzeigen, und so erhältst du eine schöne Übersicht. Die Steuernummern finden sich dann übrigens auch nochmals in WooCommerce gesondert in der Bestellübersicht. Bist du an regelmäßigen Videotutorials über WooCommerce, dem Gutenberg Editor oder MarketPress-Produkten interessiert, dann abonniere doch unseren Videokanal. Umfassende Informationen findest du auch in unserem Blog auf marketpress.de. Bei Gefallen des Videos würde ich mich über einen Daumen hoch freuen.